lächerlich. Wenn jetzt die Kamera ausgeht, während wir gerade drehen und wir wieder kein Video haben. Dann lasse ich es heute sein. Dann ist Schluss. Gehe ich zocken. Alleine. Gut. So, Stuff. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Info. Ja, da auch. Hallo und herzlich willkommen auf dem Feldpost-Kanal. Heute wollten wir mit euch mal darüber reden, wie man das Koppelzeug zusammenbaut und was da alles rangehört. Und natürlich, wo ihr den ganzen Quatsch dann kaufen könnt, wenn ihr das wollt. Ja. Wir gehen es einmal durch, reden kurz drüber und dann zeigen wir euch, wie man das zusammentütert und wie man das dann zum Schluss anlegt. Geht übrigens im Idealfall immer zu zweit. Die Soldaten früher waren auch zu zweit. Ja. Meistens zu 100. Und da hat sich immer jemand gefunden, der einem dann geholfen hat beim Anlegen. Weil alleine macht das nämlich keinen Spaß. Genau. Wir halten uns ja jetzt auch erstmal sehr konkret beim normalen Infanteristen. Ja. Also es gibt natürlich jetzt Abweichungen, das Koppelzeug von der Kavallerie, das Koppelzeug von den MG-Schützen, Koppelzeug vom Offizier, Unteroffizier und so weiter und so fort. Wir machen wirklich ganz normal das Koppelzeug für die Infanterie. Ja. Deswegen ist vieles der Ausrüstung, die wir halt auch haben, exemplarisch zu betrachten. Genau. Ihr seht schon, wir haben hier ein bisschen Krempel. Wir haben zum einen einmal eine Gasmaskentasche, so wie sie so ab 1916 getragen wurde. Brotbeutelriemen. Natürlich der Brotbeutel mit Feldflasche. Koppel ist auch nicht zu vernachlässigen. Da kommt der ganze Quatsch nämlich ran. Ein paar Patronentaschen, die wir ranbauen. Und zum Schluss kommt natürlich noch das Schanzzeug. Da gibt es schönere, aber wir haben jetzt erstmal nur das als Original, weil es noch nicht restauriert wurde. Und zum Schluss natürlich noch das Seitengewehr. Wie gesagt, das Modell ist jetzt wurscht. Es geht erstmal nur darum, euch zu zeigen, was rankommt und wie das rankommt. So, hier seht ihr schon mal, wie es dann am Ende aussehen soll, von der Platzierung her. Wie fangen wir am schlauesten an? Das Beste ist eigentlich, wenn man den Koppelriemen nimmt und alles in dieser Reihenfolge, die wir eben schon gezeigt haben, so aufschlauft, dass man es von der Seite aus macht, wo kein Koppelschloss dran ist. Das geht natürlich bei den Repros besser. So, das nächste in der Reihenfolge ist dann auf der rechten Seite der Brotbeutel. Das ist so eine Sache, die Stofftaschen, die sind immer entspannt, weil die müsst ihr nicht so blöd umständlich aufschlaufen. Da könntet ihr theoretisch auch die Knöpfe einfach aufmachen. Das ist das, was ich immer mache. Weil vor allem, wenn ihr alleine seid, dann am Ende ist nämlich hier an der Seite, wenn ihr euch das jetzt am Mann vorstellt, müsst ihr nämlich hier der Koppelhaken vom Rock rein. Und wenn ihr das alles so aufgeschlauft habt und dann rummacht und dann erstmal versucht, alles richtig hinzurücken, so wie es sein soll, dann ist das halt echt teilweise richtig nervig, diesen blöden Koppelhaken hier reinzukriegen. Und um das zu verhindern, da mache ich das eben immer so, dass ich dann die Knöpfe aufmache und dann nachträglich am Mann das einschlaufe, wenn ihr jetzt keine Hilfe habt. So, das nächste wäre dann die Stofftasche für die Gasmaske. Da gab es verschiedene Weisen, die zu tragen. Erstmal die Bereitschaftstragweise, würde ich sagen. Also wenn man einigermaßen, wenn man den Gasangriff erwartet sozusagen, also wenn man gut rankommen muss, dann wurde sie so getragen, dass sie quasi unter der Patronentasche hing. Oder für den Transport auf dem Marsch zum Beispiel wurde die auch gerne so getragen, dass sie auf dem Brotbeutel hing. So, und die Trageweise nehme ich jetzt erstmal, um es auch mal zu zeigen, was ich vorhin meinte mit den Knöpfen. So,
Und am Ende wäre es dann so, dass hier der Koppelhaken vom Rock durchguckt und hier der Koppelhaken hinten an den Schoßknöpfen, quasi der rechte von denen, da, damit hier nichts verrutscht. Da wir immer wieder gefragt werden, wie man dann so eine Troddel an den Seitengewehrschuh befestigt, dachte ich mir, wir zeigen euch das mal. Das macht man am besten ohne Seitengewehr. So, am Ende, es gibt viele verschiedene Darstellungen oder viele verschiedene Fotos, wo die Troddeln von der Länge her immer variieren. Aber die meisten, die ich gefunden habe, sind so, dass die Troddel hier so abschließt mit dem Seitengewehrschuh, dass quasi nur noch diese Bommeln hier unten unter dem Seitengewehrschuh rausgucken. So, dafür machen wir das so. Ich mache hier immer, also das ist jedenfalls der Weg, wie ich das immer mache. Ich lasse es ein bisschen überstehen, diese Schlaufe, denn diese Schlaufe brauchen wir am Ende, um die Troddel quasi da durchzuschlaufen. So, ich wickel die Troddel, ich wickel die Troddel dreimal rum, also 1, 2, 3, dass du hier drei Bänder zu sehen hast. So, und beim letzten Mal wird das dann alles hier einmal durchgefädelt. Das ist natürlich der Vorführeffekt, dass es nicht ganz gut funktioniert. So. Das kann man natürlich auch ein bisschen schöner machen, aber es hängt. So, und das ist dann die Höhe, die man am meisten auf Originalfotos so sieht. Dass es so hängt. Dann hängt es hier nicht unten, dann hängt es nicht im Weg und das sieht schick aus. So, jetzt kommen wir zu dem einzigen, was aufgeschlauft werden muss, was dementsprechend auch, wenn ihr alleine seid und das alleine macht, eigentlich das erste sein müsste, was aufgeschlauft wird. Dann könnt ihr nämlich nur das beides aufschlaufen an den Koppelriemen und alles andere könnt ihr dann eben mit diesen Schlaufen und den Knöpfen eben aufmachen und nachträglich immer noch machen. So, aber da ist es wichtig, dass das hier in der richtigen Position ist. Und dazu mache ich das immer so, dass ich erst den Riemen hier unten aufmache, denn da kommt nämlich das Seitengewehr rein, so dass es eben nicht bei Bewegung anfängt zu klappern oder umher zu wackeln. So, das richtig schön festmachen. Zack, dann auf eine Höhe bringen, damit ihr dann kein Problem habt, das durchzuschlaufen. So. Hier ist es dann auch so, dass der Koppelhaken dann hier zwischen den beiden Schlaufen angebracht wird. So, das angesprochene, dass man die eben nicht nur aufschlaufen muss, das gilt auch bei den Patronentaschen. Dann macht ihr einfach nur hier unten die Riemen auf und dann könnt ihr die auch nachträglich noch an den Koppel machen, wenn das schon am Mann ist. Dann braucht ihr den nicht so wie hier umständlich eben noch aufzuschlaufen. So, jetzt haben wir alles aufgefädelt. Jetzt kommt es ans Anlegen und da würde ich sagen, empfehle ich jedem, einen Freund zur Hilfe zu holen, weil alleine macht das keinen Spaß. So, ihr habt jetzt gesehen, wie man das Koppelzeug korrekt zusammenbaut und wie man es am besten anlegt und wie es zu tragen sein sollte. Ne, auch bei einer vernünftigen Darstellung muss man hier sagen, die Soldaten früher haben auch immer nicht auf jeden Scheiß geachtet, aber man war stets bemüht. Man muss natürlich sagen, jetzt am Anfang des Krieges hat man noch sehr, sehr doll drauf geachtet, wie das Erscheinungsbild dann war mit der angelegten Ausrüstung.
Später dann, ja, hat man es halt getragen. Ja, aber eine grundlegende Ordnung war ja doch schon drin. Naja, natürlich. Aber ich kenne ganz viele Fotos, wo auch der Leibriemen weiß Gott wo hängt. Das stimmt. Aber man sieht jetzt keine Fotos, wo der Spaten irgendwo hier vorne hängt. Nein, natürlich, die Position bleibt gleich, aber nur die Trageweise ist dann nachlässig. Ja. Genau. Dann fangen wir mal an. Das Seitengewehr mit dem dazugehörigen Seitengewehr-Schuh, Frosch, da gibt es x Millionen Bezeichnungen für. Ich habe mir das angewöhnt als Bajonett-Schuh, mit Trottel natürlich. Den Schuh könnt ihr kaufen bei fast allen gängigen Militaria- oder Reenactment-Stores. Die weichen dann von der Qualität her natürlich immer ein bisschen ab. Ihr könnt den auch anfertigen lassen, zum Beispiel von Ralf Bäuerle. Der macht die in einer sehr, sehr guten Qualität. Oder, ja, wie gesagt, sonst die typischen gängigen Shops, die da zu nennen werden, sind dann natürlich wieder Hessen Antik, Nestorf und wie sie nicht alle heißen. Also da könnt ihr auch nicht viel falsch machen. Da könnt ihr im allerschlimmsten Fall halt auch die Wehrmacht-Koppelschuhe nehmen. Das nimmt sich jetzt nicht so unglaublich viel. Es gibt Unterschiede, aber da können wir ja irgendwann mal genauer drauf eingehen, wenn wir dann zum Seitengewehr kommen. Ja, aber ich würde auf jeden Fall immer in Braun kaufen. Braunes Leder und selbst schwärzen. Genau. Einfach Lederschwärze drauf. Genau. Und dann reibt sich das so ein bisschen im Laufe der Zeit ein bisschen ab und dann sieht das halt richtig gut aus. Ja, so wie ihr seht, es wurde ja früher wirklich nur einseitig geschwärzt. So haben wir das jetzt, oder in dem Fall ich gemacht, weil das jetzt mein Modell ist. Es ist halt von der Vorderseite schwarz und von hinten sieht man halt eben noch, dass es braun ist. So, die Überleitung dazu wäre natürlich dann das Seitengewehr. Das Seitengewehr hier ist ein Original. Könnt ihr nehmen, müsst ihr aber nicht. Davon gibt es nämlich Reproduktionen und die sind mit ein paar Abstrichen gar nicht so schlecht. Also wenn es jetzt wie gesagt nur das Standardmodell sein soll, so wie hier das Modell 9805 neuer Art, das gibt es relativ oft produziert und ist auch, glaube ich, so das gängigste Seitengewehr im Ersten Weltkrieg für Infanteristen. Ja. Da könnt ihr also wirklich auch beherzt die Reproduktion kaufen. Also wenn es nur an der Seite baumeln soll, reift im Endeffekt auch die Scheide und der Griff. Ja, also ich finde, aus der Entfernung sieht man es überhaupt nicht. Genau. Ob es jetzt original ist oder nicht. Richtig. Also das ist jedem selbst überlassen, wie er das gern möchte. Also die Trotteln, die kriegt man überall. Ob das jetzt Unteroffizier ist oder Mannschaft, die kriegst du bei Nestorf, Hessen, überall eigentlich. Ja, genau. Auch bei eBay teilweise. Ja, genau. Kriegt man natürlich auch als Original, aber... Ja, wer hängt sich das schon? Also Originaltrotteln sind halt Quatsch. Ja. Die sind meistens schon sehr lediert und sehr fragil. Das ergibt keinen Sinn, sich die daran zu hängen. Eben, und dafür sind die Reproduktionen schon relativ gut von der Qualität her. Naja, genau. Wo es dann wieder spannend wird, ist er hier. Das ist der Feldspaten. Da werdet ihr wohl oder übel, wenn es authentisch sein soll, auf ein Original zurückgreifen müssen. Ja, also es gibt bei den diversen Shops schon Angebote, wo ein Bild von einem tollen Spaten drauf ist. Da ist es aber meistens so, dass dann entweder sind es relativ schlechte Reproduktionen oder es sind NVA-Spaten, die da verkauft werden. Zumindest hatte ich das Pech. Bei meiner allerersten Uniform habe ich einen Spaten gekauft und das war dann so ein NVA-Spaten. Viel Geld. Der NVA-Spaten, den kann man nehmen für einen Anfang, wenn man nichts Besseres findet. Aber den muss man dann halt nicht für 45 € kaufen, sondern den gibt es auch für einen Zehner. Also da, wie gesagt, den NVA-Spaten für einen Anfang könnt ihr den nehmen. Ja, aber solche WK1-Spaten, die gibt es in Original in relativ guter Qualität auch für einen Fuffi oder für ein bisschen mehr. Ja, in letzter Zeit waren sie ziemlich oft für über 100 € drin. Ja, wie gesagt, wenn man ein bisschen guckt, so wie bei allen Sachen, wenn man immer so die Monate verstreichen lässt und immer mal guckt, dann findet man eigentlich schon ganz gute Angebote. Am Ende des Tages findet man welche. Also es ist nicht so haarsträubend wie gewisse andere originale Dinge. Ja, genau. Das nächste wäre dann der Leibriemen. Auch hier könnt ihr ganz entspannt das Modell von Nestorf oder Hessen nehmen.
Da ist nichts Schlimmes bei. Ihr könnt den natürlich auch herstellen lassen, dann ist er vom Material her nochmal ein bisschen hochwertiger. Das wäre dann auch wieder Ralf Bäuerle oder Barislava, werden die so ausgesprochen? Breslavia. Breslavia. Ja. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit der korrekten Aussprache. Wir werden das unten verlinken. Und da könnt ihr auch sehr gut Leibriemen kaufen. Sind natürlich ein bisschen teurer, aber dafür besser vom Material her. Ja. Und wenn man die einfach mal ein bisschen trägt, da vielleicht ein Tipp, wenn man jetzt nicht so oft auf Veranstaltungen ist oder so, wenn die neu sind, dann sind die halt super steif noch, die Riemen. Ich habe das so gemacht, ich habe die jeden Tag als Gürtel sozusagen auf Arbeit getragen. Gut, ich habe halt Klempner gelernt, ich hatte dann immer Klempner-Koppelschloss, aber mein Gott, mit der Krone kannst du auch rumrennen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn du da Hakenkreuz hast oder so. Also ich habe dann immer eben den auf Arbeit getragen. Oder ihr macht ein NVA-Koppelschloss ran. Oder so, sowas. Keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall, wenn man den jeden Tag trägt, das hat keinen Monat gedauert, da war der schön weich und sah auch so aus von innen. Weil wenn der neu ist, dann hast du noch diesen hellbraunen Ton und das geht auch ganz schnell weg. Der sieht dann richtig gut aus. Genau. Also Leder will benutzt werden. Genau, einfach als Gürtel tragen und dann passt das schon. Ja. Der nächste Punkt wären die Patronentaschen. Das sind jetzt Originale. Das ist übertrieben. Also Originale müsst ihr nicht tragen. Da könnt ihr in meinen Augen sehr beherzt auf die Reproduktion zurückgreifen. Da könnt ihr, wie gesagt, auch wieder eben genannte Stores, Nestorf oder ein Hessen-Antik zurückgreifen. Die nehmen sich von der Qualität her nicht viel, haben natürlich so ihre Fehler, aber das ist halt wieder der Kompromiss. Und wie immer gilt, Lederzeug in Braun kaufen oder in Loga kaufen und dann schwärzen. Genau. Ja, oder braun lassen. Genau, das machen wir nämlich auch so. Die Originalen werden ja auch nicht getragen, wenn wir irgendwo in einem Dreckloch oder so rumhocken und rumkrabbeln oder so. Das nur zum Zeigen. Genau, das ist halt nur so, um schick auszusehen und zu zeigen, wie es damals aussah. Dann der nächste Punkt ist natürlich Brotbeutel mit Feldflasche. Den Brotbeutel, den habe ich jetzt zum Beispiel bei Nestorf gekauft. Die gefallen mir persönlich am besten. Ist da aber auch wieder völlig wurscht, wo ihr die kauft. Weil die Farbe ist im Endeffekt fast egal. Da gab es so viele Farbnuancen damals. Das ist wirklich, da könnt ihr bei Nestorf kaufen, bei Hessen Antik kaufen. Aber ich persönlich, also meine persönliche Erfahrung ist, ich finde die von Nestorf am schönsten, auch vom Material her. Der ist jetzt natürlich schon schön ausgeblichen, der war vorher mal ein bisschen grasgrüner, jetzt lag auch schon viel in der Sonne, ich habe ihn schon viel benutzt. Das Beste, was du machen kannst, ist erstmal was reinkokeln, genau. Genau, also Idealfall, also was ein richtiger Paralight-Works-Fan ist, der brennt seinen Brotbeutel an. Ja, genau. Ja. Feldflasche könnt ihr auch die Reproduktion nehmen, da bekommt ihr aber nur die frühen. Ja. Na, wenn ihr jetzt wirklich so eine späte Feldflasche haben wollt, ich glaube Peter, du hast auch eine. Ja. In unterschiedlicher Modelleigenschaft. Da müsst ihr gucken, ob ihr eine originale Flasche findet. Den Rest, also wie gesagt den Überzug oder auch den Lederriemen, den er hier hat, das könnt ihr auch wieder bei Breslavia. Danke. Da könnt ihr das sehr gut kaufen. Die machen das richtig toll. Die schneidern euch quasi den Bezug auf eure Flasche zu. Das Einzige, was ihr aus so einer Originalflasche auf gar keinen Fall machen dürft, ist trinken. Weil ihr bekommt die Flatulenzen des Todes. Das ist niemals, da könnt ihr es noch so oft sauber kochen. Die sind uralt, da sind Korrosionssachen drin. Wir werden noch über die Feldflasche noch mal ein bisschen genauer reden und dann versteht ihr auch, warum. Preistechnisch liegt so eine Originalflasche, also gerade die späte aus verzinktem Stahlblech, die liegen irgendwo zwischen 30 und 60, 90 Euro. Also das ist wirklich nicht unerschwinglich. Wenn man sowas haben möchte, muss man dann natürlich noch die Kosten für die Beriemung und den Bezug drauf rechnen. Dann ist man, wenn man ein gutes Schnäppchen bei der Flasche macht, so... Also ich war bei 120 ungefähr insgesamt. Na gut, ich war einen Ticken drunter, aber ich habe die Flasche auch geschenkt gekriegt. Deswegen, das war... Ja, aber so in dem Bereich, so um die 100 Euro. Ich glaube, die Trinkflasche, die Repro, kostet auch 80.
Ja, irgendwie so. Aber Also, die ist auch oft ausverkauft. Das ist leider wahr, das ist echt ein Problem. Die ist oft ausverkauft, daher müsst ihr schauen. Entweder ihr nehmt die Repro, wenn ihr sie bekommt, oder ihr greift halt auf ein Original zurück. Die sind, wie gesagt, nicht unendlich teuer. Genau. So, Gasmaskentasche, die muss nicht unbedingt mit an den Koppel ran. Das ist wirklich eine zeitliche Sache, wann ihr darstellen wollt. Diese Tasche, die bekommt ihr, wenn ihr bei Hessen Antik die Rahmenmaske, also die Gasmaske 15 kauft, bekommt ihr die dazu. Das steht da aber nirgendwo dabei. Ich habe die damals gekauft und war sehr überrascht, dass diese Tasche da mit drin war. Und die hat auch von Hessen wirklich eine gute Qualität, die Tasche. Die Maske ist okay, aber da reden wir drüber, wenn wir über Gasmasken reden. Meine Tasche ist vom Bekleidungsamt, das ist auch schon meine zweite, weil auch hier wieder gilt, wer bei Paralightworks arbeitet, muss erstmal seine Ausrüstung abfackeln, damit man da mitmachen darf. Und genau, also das ist halt eben wirklich eine optionale Sache, je nachdem, welche Zeit ihr darstellen wollt. Für uns ist die relativ wichtig, weil wir ja meistens so um und bei Herbst 16 darstellen, plus minus. Und daher kommt die bei uns immer mit ran. Beim Brotbeutelriemen zählt so ziemlich genau das gleiche wie bei der Feldflasche. Auch da habe ich die besten Erfahrungen mit Nestorf gemacht. Ihr könnt aber auch ganz entspannt bei Hessen Antik kaufen oder bei sonstigen Shops. Da kann man halt einfach nicht viel falsch machen. Aber die sind doch eigentlich sowieso beim Brotbeutel bei. Nee. Meine ja. Echt? Ja. Das ist ja frech. Bei Hessen Antik waren die immer mit im Brotbeutel reingestopft. Okay. Weil dann hast du nämlich dieselbe Farbgebung. Okay. Also bei Nestorf musste ich es separat dazu kaufen. Das ist ja frech. Das ist frech. Habe ich auch nicht gewusst. Wie dem auch sei, bei Nestorf habe ich dennoch die besten, also qualitativ die besten Erfahrungen gemacht. Das Koppelschloss von Koppelriemen, das könnt ihr auch als Reproduktion kaufen. Peter und ich, wir haben jetzt hier Originale dran, die bewegen sich preislich sehr unterschiedlich. Also die Version aus Stahlblech geprägt, in Feldgrau lackiert, ist mit Umständen teurer als die alte Variante. Ja, also ich habe für die Messing-Variante einen Fuffi gezahlt. Ja, genau. Die werden, also ich habe mein Eisen-Koppelschloss habe ich, glaube ich, für 60 gekriegt. Aber ich denke mal auch, die werden so zwischen 60 und 100 sein. Genau. Je nach Qualität. Und ich habe es ja auch schon für 180 gesehen. Also das ist manchmal, die sächsischen Koppelschlösser sind am teuersten. Aber da wir ja... Da gilt ja auch wieder, je exotischer man das haben möchte, desto teurer wird es. Genau. Aber nichtsdestotrotz, man kann auch die reproduzierten Koppelschlösser gut nehmen. Die sind wirklich in Ordnung. Und das zählt sowohl für das Frühe als auch für das Späte. Also da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Da könnt ihr auch ganz entspannt die Reproduktion von Nestorf oder Hessen von wo auch immer nehmen. Da macht ihr nicht viel falsch mit. Ja. Gut, das soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video über die Koppelzeug und die Trageweise gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und wenn ihr noch mehrere Ausrüstungstrageweisen haben wollt, also da gibt es ja verschiedene, auch mit den Sturmtruppen, die ja dann zum Schluss einen Koppeltragegestell getragen haben, zum Beispiel, oder allgemein Koppelschlaufen bei Mannschaften und Unteroffizieren, die mit Pistole bewaffnet waren, wie zum Beispiel MG. MG wäre auch nochmal eine Koppelzeug-Tragevariante, die ein bisschen von dem abweicht, was der normale Infanterist bei sich getragen hat. Wenn euch sowas interessiert, dann sagt gern Bescheid und dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag.